In diesem Video zeige ich dir, wie sich die Hüfte unter Rückenschmerzen verändert und welche Übungen dir dabei helfen können, deine Schmerzen zu lindern und deine Beweglichkeit wieder zurückzuerobern. Die Studienlage ist eindeutig. Wer Rückenschmerzen hat, bewegt sich anders. Man wird steifer, langsamer und der Bewegungsradius nimmt deutlich ab. Am Anfang tun wir das unbewusst, um uns zu schonen und vielleicht keine Schmerzen auslösen. Langfristig sorgt das dafür, dass deine Schmerzen nur noch stärker werden, weil die Angst vor Bewegung dein komplettes Handeln verändert. Das Problem ist, alles, was man nicht nutzt, wird von dem Körper abgebaut. Je weniger Bewegungsausmaß du hast, desto steifer wirst du, desto mehr nimmt die Muskulatur ab und unbeweglicher werden Bänder und die Kapsel um die Gelenken herum. Besonders bei Menschen mit Rückenschmerzen zeigen die Studien, dass die Beweglichkeit von der Hüfte, die Innen- und die Außendrehung am meisten eingeschränkt ist. Eine mögliche Ursache ist, dass die Muskulatur, die diese Bewegung auslöst, vom Kreuzbein Richtung Hüfte geht. Und je steifer die Lende ist, desto weniger würde diese Muskulatur auch arbeiten. Außerdem zeigen Menschen mit Rückenschmerzen eine reduzierte Kraft von den Hüftspreizer und auch von den Hüftstrecker im Vergleich zu Menschen ohne Beschwerden. Dies führt dazu, dass zum Beispiel beim Aufstehen von einem Stuhl man ständig in so einer leichten Beugungshaltung bleibt und gar nicht die Hüfte komplett strecken kann. Es gibt jedoch einen Weg, wie du gezielt diesen Defizite eingehen kannst. Mit gezielten Übungen kannst du die Muskulatur stärken und die Beweglichkeit von Hüfte und Rücken wieder zurückerobern. Dadurch wirst du auch schmerzfreier. Ich zeige dir diese Übungsroutine einfach auf dem Bett, um zu beweisen, dass du nichts anderes brauchst als ein bisschen Platz, um schmerzfreier zu werden. Also, die erste Übung ist für die Beweglichkeit der Hüfte und dafür solltest du dich auf den Rücken hinlegen. Du kannst in der Unterarmstütze rein bewegen, so wie ich jetzt gerade bin, oder du kannst dich auch hinlegen. In dieser Position hast du dann zusätzlich den Vorteil, dass du auch die Bauchmuskulatur mit trainierst oder halt mit aktivierst. Beuge beide Beine an und dann spreizt die etwas, so dass die ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander sind. Und in dieser Position wirst du zuerst die eine Seite nach unten bringen, so weit wie du kannst, und dann halt auch die andere Hüfte nach innen. So, dass du jetzt halt in 90 Grad Winkel vom Knie her machst du die Seite wird nach innen gedreht, die Seite wird nach außen gedreht. Zurück zur Mitte, Becken bleibt stabil und dann in die Gegenrichtung. Zuerst die eine Hüfte so weit wie möglich nach außen drehen und dann die andere Hüfte so weit wie möglich nach innen drehen. Bei dieser Drehbewegung solltest du ganz bewusst die Gesäß- und die Rückenmuskulatur anspannen, dass das Gesäß nicht so doll von dem Boden hochhebt. Ja? Du bewegst in eine Richtung, zurück zur Mittellinie, dann wieder die eine Hüfte nach außen, die andere Hüfte nach innen. Führe diese Bewegung ganz bewusst langsam durch, damit das Gelenk sich auch an dieses neue Bewegungsausmaß anpassen kann. Zurück zur Mitte und dann in die andere Richtung. Diese Übung führst du jetzt eine Serie durch von 15 Wiederholungen, damit du erstmal mehr Beweglichkeit dran bekommst in dem Bereich. Und dann geht es gleich weiter zu der nächsten Hüftübung. Für die nächste Übung sollst du dann auf dein Bett knien, auch in den Unterarmstütz, deine Hände bleiben nach unten, deine Beine etwas auseinander, so weit wie du kannst, damit du die innere Seite von der Hüftbeuge auch dehnen kannst. Und in dieser Position als erstes bringst du nun deinen Rumpf vorwärts, damit hast du eine Streckung von der Hüfte. Und hier unten drehst du dann einmal die Hüfte nach außen auf eine Seite, zurück und dann nach außen auf der anderen Seite. Und dann wieder nach hinten. Wieder nach vorne kommen, so weit wie du kannst nach unten, dass in der Hüfte eine Streckung kommt. Deine Beine sind weiterhin gespreizt. Dann die eine Hüfte drehen, so weit wie du kannst. Zurück zur Mitte und dann die andere Hüfte.
Sehr häufig haben die Menschen eine Seite, die besser geht und eine, die nicht so gut ist. Und dann wieder zurück. Nochmal vorwärts bewegen, die Hüfte in eine Richtung drehen, spüren, bis die Bewegung gut in der Hüfte ankommt. Dadurch, dass der Untergrund weicher ist, ist es auch leichter für die Knie. Und dann die Hüfte in die andere Seite drehen, so weit wie du kannst und wieder zurück zur Mitte. Auch diese Übung solltest du jetzt für mindestens 15 Wiederholungen durchführen. Auch hier reicht erstmal nur eine Serie. Und dann geht es weiter mit der nächsten Hüftdrehung. Du legst dich wieder auf den Rücken und als erstes bringst du dann halt ein Bein, die Seite, wo du Schmerzen hast, die sollst du dann zuerst bewegen. Die bringst du jetzt halt über die Seite, wo du keine Beschwerden hast, rüber. Wenn du nur Rückenschmerzen hast, dann ist es egal, mit welcher Seite du beginnst. Also, die Seite bringst du jetzt halt rüber und dann versuchst du, deine Ferse anzufassen, so dass du die Hüfte ganz weit zu dir ranziehst, unten von der Ferse her. Als nächstes machst du dann das Gleiche mit der anderen Seite. Das heißt, du beugst auch da das Knie, so dass du eine Verdrehung hast. Und dann ziehst du über die Ferse beide Beine zu dir ran. Du wirst spüren, in der Hüfte passiert etwas. Nicht jetzt halt am Rücken selber, sondern die Hüftbereich, die werden dann halt in der Drehung deutlich verstärkt, dadurch, dass du jetzt halt die Ferse zu dir ranziehst. Bleib in dieser Position für 30 Sekunden, halte es so weit wie du kannst immer weiter zu dir ran. Dann löst du das und dann die andere Seite. Links über rechts, die Ferse umgreifen, das Bein zu dir ranziehen, dann das andere Bein beugen und ebenfalls hier zu dir ranziehen, so weit wie du kannst. Je mehr du die Beine zusammenbekommst, desto leichter ist es dann halt auch die Ferse umzugreifen und ebenfalls hier 30 Sekunden halten. Bei mir ist es so, dass das Bein, was oben ist, da spüre ich die Dehnung deutlich verstärkter als das Bein, was unter ist. Zieh es zu dir ran, halte es hier für 30 Sekunden und dann wiederholst du das Gleiche nochmal, dass du 2 Serien für jeweils 30 Sekunden hast. Auch mit geringem Aufwand kannst du deine Schmerzen lindern und deinen Alltag deutlich angenehmer machen. Wichtig ist nur, dass du etwas machst. Und wenn du wissen willst, welche Übung du nutzen kannst, um deine Schmerzen zu lindern, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. 2 Muskelgruppen musst du trainieren, wenn du Rückenschmerzen hast. Und das sind die Hüftabduktoren, also die Muskulatur, die die Hüfte spreizen, und auch die Muskulatur, die die Hüfte streckt. Wir beginnen mit der ersten Übung zur Stärkung der Gesäßmuskulatur. Dafür solltest du dich auf die Seite hinlegen. Leg dich auf der Seite. Deine Hüfte sind ungefähr so 60 Grad gebeugt, deine Knie sind ungefähr in 90 Grad Beugung. Die Füße, die zeigen geradeaus nach vorne. Wenn du die Hand auf das Becken platzierst, wird es leichter zu kontrollieren, dass das Becken nicht bewegst, sondern ausschließlich die Hüfte. Und in dieser Position hebst du nun das Bein von unten hoch. Der Fuß zeigt 90 Grad nach vorne, dein Knie ist in 90 Grad gebeugt, die Hüfte in 60 Grad. Und dann wieder runterlassen. Mit dieser Stellung der Hüfte, also einer leichten Beugung, hast du etwas mehr Aktivität von den tiefen Gesäßmuskulatur. Halte dieses Bein etwas oben für so ungefähr 3 Sekunden und senkt es dann langsam wieder ab. Auch wenn du der Meinung bist, dass die Übung etwas zu leicht ist, nachdem du 12 Wiederholungen durchgeführt hast, bin ich mir sicher, dass du auch da tief im Gesäß die Muskulatur spüren wirst. 2 Serien sollen das werden mit mindestens 12 Wiederholungen. Du kannst sogar bis zu 15 durchführen und das jede Seite. Wenn du jetzt gezielt Beschwerden auf einer Seite hast, ist es sinnvoller, wenn du erstmal mit der beschwerdenfreien Seite beginnst und dann die andere Seite. Wichtig ist Gleichgewicht, also beide Seiten zu trainieren. Und für die letzte Übung geht es darum, dass du die Hüftstrecker stärkst. Dies ist jetzt halt eine etwas anspruchsvolle Übung. Du beginnst, indem du eine Seite zu dir ranziehst. Mit beiden Händen ziehst du das Knie ran,
so weit wie möglich zu dir fest am Rumpf. Das andere Bein bleibt jetzt etwas gebeugt. Ferse, die wirst du jetzt ganz stark nach unten drücken gegen die Matratze und dann hebst du das Gesäß hoch. Weiterhin das Bein zu dir ranziehen. Dies sorgt dafür, dass eine Verwringung im Becken stattfindet, was etwas mehr Mobilität bringt und dann wieder runter. Bein zu dir ran, Gesäß hoch. Du solltest ganz genau spüren, dass die Muskulatur hinten an der Oberschenkel, die Hamstrings, aber auch bewusst extra die Pobacke noch anspannen, dass du ganz effektiv auch die Hüftmuskulatur bzw. die Gesäßmuskel auch ansprichst. 12 Wiederholungen auf eine Seite, dann gleich tauschen, dann die andere Seite nochmal 12. Oben hochheben, wieder runter, so weit wie du kannst mit dem Bewegungsausmaß nach oben und wieder runter. Nochmal 12 Wiederholungen und dann führst du die nächste Serie durch, gleich hintereinander. Nochmal das rechte Bein zu dir ran, Knie ist angebeugt, das Gesäß von dem Bett hochheben und dann wieder runter. Achte darauf, dass wenn du hochkommst, dein Knie nicht so weit nach außen abweicht, sondern ganz bewusst in eine Linie bleibt und dann wieder runter. Auch ebenfalls nochmal 12 bis 15 Wiederholungen und dann das letzte Mal noch tauschen. Knie zu dir ranziehen und runterkommen. Hoch und runter. Diese einfache Übungsroutine wird dir helfen, deine Rückenmuskulatur und Gesäß zu stärken und die Beweglichkeit zu verbessern. Es kann dafür sorgen, dass du weniger Schmerzen hast und im Alltag deutlich leichter zurechtkommst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!